Hä? Was? Das verstehe ich nicht. So geht's manchmal beim Deutschlernen. Hast du dich jemals in einer Situation befunden, in der dir jemand etwas erklärt hat, aber du einfach nicht verstanden hast, welche Wörter oder Ausdrücke verwendet wurden? Ich kenne das Gefühl nur zu gut. In diesem Video möchte ich dir helfen, diese Herausforderungen zu überwinden, indem ich dir einige nützliche Ausdrücke vorstelle, um auszudrücken, dass du etwas nicht verstehst. Wir werden uns auch anschauen, wie man höflich nachfragt und alternative Ausdrücke benutzt, um sicherzustellen, dass du die Informationen richtig aufnimmst. Die Ausdrücke, die ich in diesem Video betonen möchte, sind wie folgt. Ich habe das nicht verstanden. Könnten Sie das genauer erklären? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Könnten Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie das bitte langsamer sagen? Ich habe Schwierigkeiten, den Begriff, was auch immer, zu verstehen. Könnten Sie das bitte in anderen Worten erklären? Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit meinen. Es tut mir leid, aber ich komme nicht ganz mit. Könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Es ist mir nicht ganz klar, was Sie damit meinen. Könnten Sie es anders ausdrücken? Könnten Sie ein Beispiel geben, um es zu verdeutlichen? Lass uns also gleich loslegen und schauen, wie wir in solchen Situationen am besten reagieren können. Gespräch Nummer 1. Also, die Berechnung erfolgt auf Grundlage des exponentiellen Wachstumsmodells. Entschuldigung, aber ich habe das nicht verstanden. Könnten Sie das genauer erklären? Natürlich. Das exponentielle Wachstumsmodell beschreibt eine Situation, in der sich der Wert mit einer festen Rate vervielfacht. In unserem Fall verwenden wir dieses Modell, um die zukünftigen Verkaufszahlen zu prognostizieren. Ah, verstehe. Also basierend auf dem exponentiellen Wachstumsmodell können wir vorhersagen, wie sich die Verkaufszahlen in der Zukunft entwickeln werden. Richtig? Genau, Sie haben es erfasst. Durch die Anwendung des Modells können wir eine Schätzung für die zukünftigen Verkaufszahlen ableiten. Gespräch Nummer 2. Nachdem wir mit der S6 nach Stuttgart gefahren sind, fahren wir weiter mit einem ICE über Ulm und Augsburg nach München. Entschuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Wir fahren zuerst mit der S6 nach Stuttgart, dann nehmen wir einen ICE-Zug von Stuttgart nach München. Ach so, und was war das mit Ulm und Augsburg? Der ICE fährt durch Ulm und Augsburg, bevor wir in München ankommen. Man sagt dann, wir fahren über Ulm und Augsburg nach München. Jetzt verstehe ich. Danke. Gespräch Nummer 3. Der schnellste Weg, um zum Bahnhof zu gelangen, ist die Abkürzung durch den Park, aber es gibt ein paar Abzweigungen, die man beachten muss. Sie gehen einfach geradeaus und biegen dann nach links ab, sobald Sie den großen Brunnen sehen. Von dort aus folgen Sie dem Weg, bis Sie zu einer Gabelung kommen. An der Gabelung nehmen Sie den rechten Weg und folgen ihm bis zum Ende. Dort sollten Sie den Bahnhof sehen. Entschuldigung, könnten Sie das bitte langsamer sagen? Ich möchte sicherstellen, dass ich den Weg richtig verstehe. Natürlich. Also, der schnellste Weg zum Bahnhof ist die Abkürzung durch den Park. Sie gehen einfach geradeaus und biegen dann nach links ab, sobald Sie den großen Brunnen sehen. Von dort aus folgen Sie dem Weg, bis Sie zu einer Gabelung kommen. An der Gabelung nehmen Sie den rechten Weg und folgen ihm bis zum Ende. Dort sollten Sie den Bahnhof sehen. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich gehe geradeaus, biege links ab beim großen Brunnen und dann rechts an der Gabelung. Danach sollte ich den Bahnhof finden. Vielen Dank für die Erklärung. Gern geschehen. Wenn Sie noch Fragen haben oder den Weg noch einmal hören möchten, sagen Sie einfach Bescheid. Gespräch Nummer 4. I can't do the 4.
Gespräch Nummer 4. Die Funktion des Geräts besteht darin, durch elektromagnetische Induktion eine Energieübertragung zu ermöglichen. Entschuldigung, könnten Sie das bitte in anderen Worten erklären? Ich habe Schwierigkeiten, den Begriff elektromagnetischer Induktion zu verstehen. Natürlich. Mit diesem Gerät wird Energie übertragen, indem elektromagnetische Kräfte genutzt werden. Das bedeutet, dass wir durch den Einsatz von Magnetfeldern und elektrischem Strom die Energie von einem Ort zum anderen übertragen können. Ah, jetzt verstehe ich es besser. Also dieses Gerät nutzt Magnetfelder und elektrischen Strom, um Energie von einem Ort zum anderen zu übertragen. Vielen Dank für die Erklärung. Gespräch Nummer 5. Für dieses Projekt müssen wir eine umfassende SWOT-Analyse durchführen. Entschuldigung, aber ich bin mir nicht sicher, was Sie damit meinen. Eine SWOT-Analyse ist eine Methode, um die Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen einer Organisation, eines Produkts oder eines Projekts zu analysieren. Dabei untersuchen wir interne Faktoren wie Ressourcen, Fähigkeiten und Prozesse, aber auch externe Faktoren wie Markttrends und Wettbewerb. Ah, verstehe. Also bei der SWOT-Analyse betrachten wir die internen Stärken und Schwächen, um eine umfassende Bewertung vorzunehmen. Richtig? Genau, durch die SWOT-Analyse erhalten wir wichtige Einblicke und können strategische Entscheidungen treffen, um die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gespräch Nummer 6. Die Berechnung dieser komplexen mathematischen Gleichung basiert auf der Anwendung fortgeschrittener Algebra und Differentialrechnung. Es tut mir leid, aber ich komme nicht ganz mit. Könnten Sie das etwas einfacher erklären? Bei dieser mathematischen Gleichung verwenden wir Sachen, die Sie schon am Gymnasium gelernt haben sollten. Aha. Gespräch Nummer 7. Um dieses Programm effektiv nutzen zu können, müssen Sie die verschiedenen Funktionen der Benutzeroberfläche verstehen. Entschuldigung, könnten Sie das bitte genauer erklären? Ich bin mir nicht sicher, welche Funktionen Sie genau meinen. Die Benutzeroberfläche dieses Programms enthält verschiedene Schaltflächen und Menüs, die verschiedene Aktionen ermöglichen. Zum Beispiel haben wir hier eine Schaltfläche zum Öffnen von Dateien, eine zum Speichern von Änderungen und eine zur Auswahl der Sprache. Jetzt verstehe ich es besser. Die Funktionen der Benutzeroberfläche beziehen sich auf die verschiedenen Schaltflächen und Menüs, die die Benutzer verwenden, um die gewünschten Aktionen auszuführen. Gespräch Nummer 8. Der Prozess der Photosynthese ist für die Umwandlung von Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid in Glucose und Sauerstoff verantwortlich. Entschuldigung, könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Ich möchte sicherstellen, dass ich den Prozess der Photosynthese richtig verstehe. Die Photosynthese ist ein biochemischer Prozess, bei dem Pflanzen mithilfe von Chlorophyll in ihren Blättern Sonnenlicht absorbieren. Dieses Licht wird zusammen mit Wasser und Kohlendioxid verwendet, um Glucose und Sauerstoff zu produzieren. Glucose dient als Energiequelle für die Pflanzen, während der freigesetzte Sauerstoff in die Atmosphäre abgegeben wird. Okay, Sonne rein, Energie gemacht, Sauerstoff raus, verstehe. Gespräch Nummer 9. Wenn man den Hauptbahnhof am schnellsten erreichen möchte, würde ich die S7 nehmen, aber das ist dasselbe in grün, wenn man mit der S1, S2, S3, S4, S5, S6 oder S8 fährt. Meine Oma fährt nur zum Hauptbahnhof mit der S3, obwohl ich ihr so oft erklärt habe, dass sie mit den anderen S-Bahnen dasselbe Ziel erreichen kann. Sie wissen ja schon, wie Omas manchmal sein können, oder? Meine Oma ist jetzt 96 Jahre alt und fährt jeden Tag mit der S-Bahn, um in ihrem Lieblingscafé einen Cappuccino zu trinken. Aber zu ihrer Zeit gab es nur die Linien S1 bis S4 und viele Stationen waren abgesperrt. Dann nach dem Mauerfall hat sich alles verändert. Entschuldigung, aber es ist mir nicht ganz klar, was Sie damit meinen. Könnten Sie es anders ausdrücken?
Bitte ganz einfach. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Also, das ist Berlin. Alle S-Bahnen fahren zum Hauptbahnhof. Steigen Sie einfach in eine rein und warten, bis Sie nächste Station Hauptbahnhof hören. Und ist es nicht wichtig, in welche Richtung der Zug fährt? Natürlich wäre es schneller, wenn Sie die S-Bahn Richtung Hauptbahnhof nehmen würden, aber Gespräch Nummer 10. Um das Konzept der Nachhaltigkeit besser zu verstehen, müssen wir berücksichtigen, wie unsere heutigen Entscheidungen die Bedürfnisse zukünftiger Generationen beeinflussen. Das klingt interessant, aber könnten Sie ein Beispiel geben, um es zu verdeutlichen? Stellen wir uns vor, dass eine Firma in der Lebensmittelindustrie nachhaltige Praktiken einführen möchte. Sie überlegen, wie Sie Ihre Verpackung reduzieren und umweltfreundlichere Materialien verwenden können. Durch diese Maßnahmen wird weniger Abfall erzeugt und die natürlichen Ressourcen werden geschont. Dadurch können die zukünftigen Generationen weiterhin von den natürlichen Ressourcen profitieren und werden nicht durch Umweltverschmutzung beeinträchtigt. Danke für das Beispiel. Hast du alle Phrasen gehört? Jetzt wiederholen wir. Ich habe das nicht verstanden. Könnten Sie das genauer erklären? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Könnten Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie das bitte langsamer sagen? Ich habe Schwierigkeiten, den Begriff, was auch immer, zu verstehen. Könnten Sie das bitte in anderen Worten erklären? Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit meinen. Es tut mir leid, aber ich komme nicht ganz mit. Könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Es ist mir nicht ganz klar, was Sie damit meinen. Könnten Sie es anders ausdrücken? Könnten Sie ein Beispiel geben, um es zu verdeutlichen? Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!